Es gibt Geschichten, die alt sind, aber wahr bleiben. Sie erzählen nicht von Helden, sondern von Entscheidungen, von Menschen, die nicht wussten, ob sie überleben, aber weitergingen. Diese hier ist eine von ihnen. Mein Name ist Xenophon. Ich komme aus Athen. Ich war kein Soldat. Ich war ein Schüler des Sokrates. Ein Freund des Denkens, nicht des Krieges. Und doch im Jahr 401 vor Christus schloss ich mich dem Heer des Kyros an. Kyros der Jüngere wollte seinem Bruder, dem persischen Großkönig Artaxerxes, die Macht entreißen. Dafür warb er ein Söldnerheer an. 10.000 Griechen aus Athen, Sparta und vielen anderen Städten. Er versprach uns Gold und wir zogen los. Wir marschierten durch Kleinasien, durch Phrygien, über das Taurusgebirge, durch Flüsse und Wüsten. Die Wege waren weit, die Hitze gnadenlos, die Heimat wurde fern. Aber wir hielten zusammen und glaubten an das Ziel, Kyros Sieg. Am Ufer des Euphrat trafen wir auf das Heer des Großkönigs. Kyros der Jüngere stürmte direkt auf seinen Bruder zu. Zu schnell, zu weit. Ein Pfeil traf ihn, ein Schlag tötete ihn. Kyros war tot, unser Auftrag verloren. Wir hatten die Schlacht gewonnen, aber niemand mehr, der uns bezahlte. Keine Führung, kein Plan und tausende Feinde um uns herum. Ein persischer Satrap, dieser Fernes, bot Gespräche an. Unsere Feldherren gingen, einer nach dem anderen. Sie wurden ermordet. Zurück blieb ein Heer, führerlos, erschöpft, umzingelt. In dieser Nacht wurde ich wach. Ich erinnerte mich an die Worte meines Lehrers. Handle so, als ob du nicht wissen könntest, ob du morgen noch lebst. Ich trat vor die Männer, nicht als Kommandant, sondern als einer von ihnen. Niemand wird uns retten, sagte ich. Wenn wir leben wollen, müssen wir selbst der Weg sein. Einige zögerten, andere sahen zu Boden. Dann ein Nicken, ein Schritt, ein Entschluss. Wir begannen mit dem Marsch zurück, durch das Unbekannte. Wir zogen durch das Gebirge der Kaduchoi, ein Volk, das keine Fremden duldete. Sie kannten jeden Felsen. Wir kannten nur unseren Willen. Sie griffen uns an, aus dem Hinterhalt. Wir verloren viele. Dann kamen reißende Flüsse, eisig, tief. Wir trugen einander, die Lebenden und die Toten. Wir hungerten, wir frohen, aber wir gingen. Dann ein Ruf, ein Schrei aus den vorderen Reihen. Thalata, Thalata, das Meer, das Meer. Wir hatten das Schwarze Meer erreicht.
Endlich. Manche schrien, manche weinten, andere legten still die Hand auf den Boden. Wir waren nicht gerettet, aber wir wussten, wir leben. In der griechischen Stadt Trapesund fanden wir Zuflucht. Sie sprachen unsere Sprache. Sie gaben uns Brot und Salz. Wir opferten den Göttern, nicht aus Pflicht, sondern aus Dank. Ich schrieb alles auf, nicht für Ruhm, nicht für Geschichte, sondern damit man weiß, was Menschen tragen können, wenn sie keinen anderen Weg mehr sehen als den einen. Weiter. Xenophon hat geschrieben und wir hören zu. Nicht, weil wir dasselbe erlebt haben, aber weil wir dieselbe Frage kennen. Was tun, wenn es keinen Plan mehr gibt? Wenn der Weg zu schwer ist? Wenn nur noch der nächste Schritt bleibt? Diese Geschichte ist für dich. Wenn du suchst, wenn du kämpfst, wenn du gehst oder einfach stehen bleibst und trotzdem weiter willst. Vielleicht beginnt der größte Weg nicht mit einem Ziel, sondern mit einem Schritt, mit einem Blick, mit einem Atemzug und endet mit einem einzigen Wort. Thalata.